Mein Name ist Alex und das, was ihr hinter mir seht, das ist Tristan, mein selbst ausgebauter Van. Ich fahre Tristan jetzt seit ungefähr 2 Jahren und bin auch seitdem dran, den auszubauen. Und ich dachte, so langsam wäre es mal Zeit für eine kleine Roomtour. Und deswegen nehme ich euch heute mit und zeige euch mal die wichtigsten Teile und die interessantesten Details meines kleinen Autos. Tristan ist ein Ford Transit Connect aus 2011 und ich habe ihn vor 2 Jahren als ehemaligen Transporter gekauft. Er hat etwas über 150.000 Kilometer gelaufen und wird von einem 1,8 Liter Turbodiesel mit ca. 90 PS angetrieben. Bei etwas über 2,3 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und etwa 1,8 Tonnen Leergewicht jetzt mit dem Ausbau reicht das eigentlich auch vollkommen aus. Je nach Fahrweise brauche ich damit etwa 7 Liter Diesel auf der Landstraße oder sogar 6,3 auf der Autobahn, wenn ich gemütlich fahre. Ja, ich fange einfach mal außen am Auto an und zeige euch mal so, was es um Tristan zu entdecken gibt. Ich denke, eines der wichtigsten Details, und deswegen fange ich damit auch direkt an, ist meine Außenküche. Ich habe mich bei Tristan dafür entschieden, keine Küche innen zu verbauen, weil er ein sehr kleines Auto ist und ich dachte, man kann auch außen kochen. Außerdem, wie ihr eben schon gesehen habt, gibt es hier auch eine Markise, das heißt, auch wenn es mal regnen sollte, kann man komfortabel außen kochen. Und dann fangen wir mal an und ich zeige euch einfach mal meine Außenküche. Hier vorne gibt es einen kleinen Riegel, an dem muss man das entriegeln, sonst würde die Küche während der Fahrt rauskommen. Und dann kommt hier auf einer vollen Länge von 1,10 Meter die Küche raus. Das Ganze ist auf Schwerlastschienen montiert, die etwa 80 Kilo tragen. Zusätzlich gibt es aber unter der Küche einen Zusatzfuß, den ich vor allen Dingen dann benutze, wenn ich draußen den Tisch anbringen möchte, damit die Schienen nicht das ganze Gewicht tragen müssen. Auf der Küche montiert ist ein Kocher von Primus. Das ist der Primus 2-Pike, heißt der, glaube ich. Das ist ein sehr schöner Kocher, der wirklich für alle möglichen Gelegenheiten gut funktioniert. Der hat hier 2 Klappen als Windschutz, wird mit 500 Gramm abschraubbaren Gaskartuschen betrieben und funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Passt hier auch sehr schön drauf. Dann habe ich hier 2 Schubladen. Da sind Gewürze und Besteck und sowas, alles Mögliche drin. Hier meine Kaffeemühle, die ist besonders wichtig. Und das hier ist relativ neu. Hier ist jetzt nochmal eine extra Schublade hingekommen für mein ganzes Geschirr und meine Tassen und Teller und alles das, was ich brauche. Da war vorher ein kleines Regal, aber mit einer Schublade ist das doch deutlich angenehmer. Hinten an der Küche gibt es noch eine kleine Bar, die man so hochklappen kann, wenn man irgendwas abstellen möchte oder vielleicht sich nur einen Kaffee macht und keinen festen Tisch braucht, dann kann man die benutzen. Hier außen an der Küche ist ein Wasserhahn, der läuft durch einen Wasserfilter durch. Also das Wasser, was hier rauskommt, läuft durch einen Wasserfilter durch, kommt aus einem 40 Liter Wassertank, der innen verbaut ist. Den kann ich später zeigen. Der Wasserdruck ist mit dem Wasserfilter nicht so genial, deswegen gibt es hinten noch einen zweiten Wasserhahn, wo dann das Wasser mit etwas höherem Druck rauskommen kann. Die Aluschiene hier außen ist für den Tisch. Ich habe unterm Bett noch eine 1 Meter Tischplatte, die man hier anhängen kann mit einem separaten Fuß. Den Tisch werde ich euch später zeigen, wenn ich ihn innen aufbaue, weil der kann nicht nur außen in der Küche, sondern auch im Auto angehangen werden. Ja, hinten am Auto hat Tristan leider keine Heckklappe wie viele andere Autos. Das wäre sehr praktisch gewesen, weil dann kann man das Ganze als Dach benutzen und ist hinten ein bisschen geschützt. Das gibt es beim Transit Connect. Tristan ist ein Transit Connect. Gibt es beim Transit Connect leider nur bei der tiefen Variante. Die hört dann ziemlich genau über den Fenstern hier auf und nicht bei der hohen Variante, so wie Tristan das ist. Ich bin ganz froh, dass hier hinten keine Scheiben drin sind. Das ist natürlich beim Rückwärtsfahren nicht ganz so toll, aber ich habe Parksensoren, von daher nicht ganz so schlimm. Aber dafür hat man hinten, wie ihr nachher innen sehen werdet, eine sehr gemütliche Stimmung und fühlt sich auch, ich persönlich fühle mich da nicht so beobachtet, wie wenn man da jetzt Scheiben drin hätte und dann nicht vielleicht tönen müsste oder sowas.
Also schauen wir uns doch mal an, was Tristan hinten so zu bieten hat. Tristan hat zwei große Flügeltüren, die sich komplett öffnen lassen. Also das heißt, die Türen lassen sich komplett bis einmal rum bewegen. Das ist auch sehr praktisch, weil dadurch kann man den ganzen Platz sehr gut ausnutzen und hat einfach sehr viele Möglichkeiten. An der rechten Seite gibt es hier nochmal einen kleinen Tisch. Den benutze ich meistens zum Abspülen und wenn man kleinere Sachen abstellen will, hier hinten zum Einräumen oder sowas. Ansonsten hat der leider nicht so viel Nutzen, wie ich mir das erhofft hatte. In den Türen, das heißt unter dem Tisch und auch auf der anderen Seite, das kann man, glaube ich, hier ganz gut erkennen, habe ich die Hohlräume der Türen ausgenutzt, um da Stauraum reinzubringen. Generell alles, was an diesem Auto aus Stoff ist, also die Bezüge und alles Mögliche hat meine Mama für mich gemacht, da bin ich sehr dankbar für. Danke Mama. Das heißt, hier hinter sind Stofftaschen, die in die Hohlräume der Türen reingehen. Dann habe ich die Originalverkleidung durch so Siebdruckplatten ersetzt mit einem Loch drin, ein Gummiband davor, um da eben nochmal zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Hier auf der linken Seite, das sieht man ja schon so ein bisschen, ist quasi mein Badezimmer. Das heißt, deswegen sind hier so Seife, Shampoo und so ein Kram, den man so zum Waschen braucht. Hier oben ist die Zahnbürste, ein kleiner Spiegel, wenn man sich die Haare machen möchte und solche Sachen. Und hier ist dann der zweite Wasserhahn, den ich eben bei der Küche schon erwähnt habe. Den habe ich gerade erst umgebaut auf ein Gardena-System. Ich kann das mal kurz präsentieren. Das heißt, hier unten ist ein Gardena-Anschluss dran und der Schlauch dafür, der hat auch einen Gardena-Anschluss und lässt sich dann eben entsprechend anstöpseln und wenn man das möchte, auch hier einhängen. Dann könnte man sich hier zum Beispiel die Hände waschen, zum Abwaschen benutzen oder solche Sachen. Es bietet natürlich aber auch die Möglichkeit, hier jedes andere Gerät anzuschließen. Ich habe auch so eine kleine Gardena Außendusche dabei, so eine kleine Außenspritze, die man dann wunderbar benutzen kann, um zum Beispiel den Hund mal sauber zu machen oder solche Sachen. Ich habe für den Wassertank nur eine einzige Pumpe. Das bedeutet, wenn vorne der Wasserhahn läuft, ist auf beiden Stellen Druck. Deswegen ist das hier mit einem Absperrventil versehen, damit, wenn vorne der Wasserhahn betätigt wird, hier kein Wasser rauskommt, weil die Pumpe setzt halt das ganze System unter Druck und ansonsten würde da Wasser rauskommen. Hier hinten gibt es, um die Pumpe zu bedienen, einen kleinen Fußschalter, der hier untergebracht ist. Den kann ich mir hier so auf den Boden legen. Ich kann das auch einmal demonstrieren. Ich mache also hier das Ventil auf und dann trete ich auf meinen Fußschalter und dann kommt da wunderbar aus meinem Wassertank Wasser raus. Ich könnte jetzt auch eine Dusche anschließen und mich hier abduschen. Mache ich allerdings sehr selten, weil ich nur 40 Liter Wasser dabei habe und das ist dann für den Duschen doch relativ schnell weg. Da benutze ich dann doch lieber den Campingplatz. Außerdem hier hinten ein großer Heckauszug, der mir sehr wichtig war. Wunderbar viel Platz unter dem Bett. Hier habe ich jetzt gerade so ein bisschen Radler und hier ist meine Abspülschüssel und das hier ist vielleicht noch ganz spannend. Hier gibt es noch eine zweite Möglichkeit, einen kleinen Tisch aufzubauen. Man kann das Brettchen hier so andersrum. Man kann das Brettchen hier so einlegen. Man hat hier noch eine zusätzliche Möglichkeit, einen Tisch zu schaffen, den ich dann auch zum Abspülen benutze. Könnte man zum Beispiel kombinieren mit dieser Tür und hätte dann hier die Möglichkeit, relativ viel Platz, sein dreckiges Geschirr unterzubringen und solche Sachen. Auf dieser Seite unterm Bett ist die Tischplatte, von der ich eben schon gesprochen habe. Die werde ich gleich rausholen und innen dann mal aufbauen, damit man sehen kann, wie das Ganze funktioniert. Die ist hier einfach unterm Bett untergebracht. Und hier ist noch eine kleine Kiste. Da war früher mal so Wasser- und Anschlusszeug drin. Da ist jetzt was mittlerweile frei geworden, weil ich das woanders hingeräumt habe. Jetzt gerade habe ich da so ein paar Getränke drin und sowas. Da könnte man sicherlich verschiedene Dinge unterbringen, so wie man das möchte. Hier oben noch zwei Haken. Da habe ich ganz gerne tagsüber Jacken oder den Rucksack dranhängen, damit der nicht im Weg ist. Hier noch ein kleines Regalchen, wie gesagt, wo Zahnbürste und sowas ist. Genau. Und das ist es im Prinzip auch schon am Heck.
So, und da sind wir eigentlich auch schon beim wichtigsten Teil, nämlich dem Innenleben. Tristan ist innen drin voll isoliert und wie man das hier so an den Stellen sehen kann und auch hier oben überall mit Filz überzogen, um so ein bisschen eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Hier vor mir ist das eigentlich einzige bewegliche Teil des Bettgestells. Hinter mir liegen einfach 2 lose Polster, die kann man hier so lose bewegen. Ich kann das mit dem Polster mal so zeigen. Das kommt dann in diese Position, da liegt noch ein zweites, was dann in diesem Teil ausgefüllt wird. Tagsüber lege ich die einfach hinter mich, damit ich hier so ein gemütliches Sofa habe. Hier habe ich diese Klappe, das ist das bewegliche Teil vom Bett. Das klappt dann so nach unten, liegt hier auf den Teilen auf und bietet dann die komplette Liegefläche. Eigentlich relativ einfach und relativ schnell umgebaut. Hier an der Seite haben wir verschiedene Fächer und Schränke. Hier sind halt so Klappen, da ist ein Laptop hinter. Hier sind Klamotten drin. Hier habe ich Lebensmittel drin. Das ist eigentlich ganz schön. Da habe ich mir eine Schublade gebaut, die hier rauskommt. Das bringt hier nochmal sehr, sehr viel Platz für alles Mögliche. Und zusätzlich dazu für die Lebensmittel war es mir wichtig, dass ich an den großen Heckauszug auch im Auto drankomme. Deshalb habe ich spezielle Auszugsschienen benutzt, die sich in beide Richtungen ziehen lassen. Das heißt, ich kann den Heckauszug, ich nehme mal meine Beine weg, dass man das sehen kann. Man kann den Heckauszug auch nach vorne bewegen. Hier sind jetzt so ein bisschen Eier, Kaffee, eine Ersatzgaspatrone für den Kocher und solche Dinge untergebracht. Ein super wichtiges Teil für mich beim Kochen ist auch, dass ich gekühlte Lebensmittel mitnehmen kann. Deswegen ist hier eine Kühlschublade von Dometic untergebracht. Die geht nach hier vorne auf. Da sind jetzt so ein paar Lebensmittel, ein bisschen Milch, ein Bier und solche Sachen drin. 30 Liter fasst die und damit komme ich sehr gut aus. Auch zu zweit kommt man damit eigentlich relativ gut aus, wenn man guckt, dass man nicht so viele gekühlte Lebensmittel mitnimmt. Über meinem Kopf ist noch ein großes Staufach, da sind Campingstühle und solche Dinge drin. Hier an der Seite von mir ist ein kleines Elektropanel, da kann ich hier das Licht ein- und ausschalten. Hier ist der Hauptschalter für die Pumpe, hier habe ich ein kleines Thermometer, die Kontrolle von dem Wechselrichter und die Kontrolle von dem Solarpanel. Elektrisch ist natürlich nochmal spannend, das Ganze zu betrachten, was habe ich elektrisch mit. Hier links unter mir ist meine 165 Ampere-Stunden Batterie untergebracht, die auf 3 Wege geladen werden kann. Ich habe ein Solarpanel auf dem Dach, 110 Watt. Dann, was gerade läuft, ich bin hier am Campingplatz eingesteckt. In die Campingplatzversorgung habe ich einen Wechselrichter mit Ladefunktion und Netzvorrangschaltung, der mir jetzt die Batterie lädt, während ich hier eingesteckt bin. Und außerdem ist da unten noch ein kleiner Ladebooster verbaut, der natürlich beim Fahren die Batterie dann auch wieder voll macht. Und mit den 165 Ampere-Stunden und den verschiedenen Lademöglichkeiten komme ich eigentlich sehr, sehr gut aus. Ich arbeite auch manchmal aus dem Van heraus, deswegen brauche ich schon ein bisschen mehr Strom für den Laptop und solche Sachen. Wenn ich hier drinnen arbeiten will, brauche ich natürlich einen großen Tisch. Das hatte ich ja eben schon erwähnt. Deswegen ist hier nochmal eine Tischschiene angebracht. Das ist die gleiche, die außen angebracht ist. Und ich habe das draußen schon mal bereitgelegt und zeige euch mal, wie das dann aussieht, wenn ich hier den Tisch reinsetze. Das hier ist meine Tischplatte. Ich habe hier eine kleine Schiene gebaut aus Holz, wo man den Fuß einschieben kann. Das war nötig, damit die Tischplatte sich ohne den Fuß unterm Bett verstauen lässt. Mit dem Fuß wäre sie zu hoch gewesen, um unter das Bett zu passen. Deshalb muss man den Fuß separat einschieben. Man nimmt dann diese Tischplatte, das muss man einmal raus, und kann die Tischplatte dann hier in die Schiene einhängen. Dann habe ich hier meinen Tischfuß, der sich hier dann seitlich einschieben lässt. Und dann steht innen auch schon der Tisch. Und das Praktische daran, dass der Tischfuß nicht fest montiert ist, ist, dass das natürlich auch seitlich verschiebbar ist. Das heißt, wenn ich den Tisch beispielsweise nach da schieben möchte, kann ich den Tischfuß auch so anordnen. Oh, das war ein bisschen zu weit. Kann ich den Tischfuß auch so anordnen, dass das auch möglich ist. Zum Beispiel zum Essen. Es ist schön, wenn man ein bisschen mehr Platz hat zum Ein- und Aussteigen. Genauso geht es aber auch, wenn ich arbeiten möchte, den Tisch sehr nah zu mir ranzuholen, damit ich dann eine bessere Arbeitsposition habe.
Ja, das war es auch schon mit der Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einen guten Eindruck davon bekommen, was für Ideen ich so in meinem Auto umgesetzt habe. Wenn ich irgendwas übersehen haben sollte oder vergessen haben sollte, was euch im Detail nochmal interessiert, schreibt mir total gerne. Ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.